Juli wieder zurück. Heute Morgen haben wir deshalb noch zum zweitletzten Mal das Privileg, Pastor Peter Prothero, Peace Free, wie wir ihn auch nennen, hier unter uns zu haben. Er ist uns ein Riesensegen in dieser Zeit, auch Michael und mir mit seinen Inputs, was Leitung und Leiterentwickeln betrifft. Und ja, lasst uns ihn mit einem Applaus herzlich willkommen heißen für diese Predigt heute Morgen. Okay. Hey Church. Hallo Kirche. It's great to be with you. Es ist gut, mit euch zu sein. Thank you. Ich danke euch. I get a pulpit. Ich bekomme sogar ein Pult. Okay. This is my new iPad. Das ist mein neues iPad. It's really nice. Wirklich nett. I went to where was that? The Faroe Islands. Ich ging mal nach den Färöern. I had a friend of mine who thought the Faroe Islands were just off of Egypt. Ich hatte mal einen Freund, der dachte, die Färöer lägen irgendwo vor der Küste von Ägypten. Now, if you don't know where the Faroe Islands are, Also wenn ihr nicht wisst, wo die Färöer sind, you go north of Scotland, du gehst in den Norden von Schottland, west of Norway, westlich von Norwegen, east of Iceland, östlich von Island and right there in the middle of the Atlantic. und dort mitten im Atlantik. There's 54,000 people who live on the Faroe Islands. 54.000 Leute, die dort leben. And it's very unusual. Es ist sehr ungewöhnlich. Can you imagine 54,000 people Könnt ihr euch das vorstellen? 54.000 Leute. make up a complete identity, a country. Die haben eine Identität unter sich, ein eigenes Land. And I met a very nice businessman there Und ich habe dort einen sehr netten Geschäftsmann angetroffen. who saw that my iPad was broken. Der hat das Gefühl gehabt, mein iPad wäre kaputt. Series 4 iPad Pro. Und jetzt habe ich das Serie 4 iPad Pro. Now all the techies in the room Da, all die technisch Affinen, die wissen wahrscheinlich, are very, very excited right now. dass ich sehr, sehr aufgeregt bin The darüber. rest of you are saying, when is he going to get on with the message? Und die anderen fragen sich vielleicht, wann fängt er jetzt mit der Predigt an? Listen, next week is going to be my last week. Hört, nächste Woche ist meine letzte I Woche. know, you're so sad. Ich weiß, ihr seid so traurig. But I just want to tell you, I consider it a great honor to have spent this time with you. Aber ich with möchte your euch church. einfach sagen, es ist für mich eine große Ehre, diese Zeit mit euch verbracht haben zu können. You have a great team leading the church Ihr here. habt ein großartiges Team, das die Kirche hier leitet. You have a great worship team. Ihr habt ein großartiges Worship-Team. Really want to honor Elizabeth and the team. Und ich who möchte do wirklich worship here. Elisabeth und ihr Team Thank you ehren. so much. Danke euch vielmals. And you have a very great lead guitarist in Jeremiah. I'm telling you, that guy. Und in Jeremia habt ihr einen großartigen Leadgitarristen. It's really good. So Ist just wirklich gut. thank you for receiving this Englishman. So, danke vielmals, dass ihr diesen Engländer empfangt. And thank you so much for making me feel welcome. Und danke vielmals, dass ihr mich willkommen fühlen lasst. Okay, I want to talk to you this week and next week about relationships. Diese Woche und auch nächste Woche möchte ich zu euch sprechen über Beziehungen. Now I'm not going to talk about romantic Ich relationships. spreche hier nicht über romantische Beziehungen. Okay, I'm going to talk about relationships in general, but I promise you this will help you in your romantic relationships. Es geht allgemein um Beziehungen, aber ich kann euch versprechen, das hilft auch in romantischen Beziehungen. But I want to make this message applicable for everybody. Aber ich möchte das anwendbar für jedermann machen. And relationships lie at the heart of everything that we do. Und die Beziehungen, die sind im Kern von allem, was wir irgendwie tun. Because God in himself is a relationship, Father, Son and Holy Spirit. Denn Gott selbst ist in sich eine Beziehung als Vater, Sohn und Heiliger Geist. And when Jesus said to his disciples, "Follow me and I will make you fishers of men," Und als Jesus sagte, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen, he didn't invite them into a program, he invited them into a relationship. dann hat er sie nicht eingeladen in ein Programm, sondern in eine Beziehung. And the essence of real discipleship is always relational. Und die Essenz von jeder Beziehung,
jedem Geschäft ist immer beziehungsmäßig. Because if we affect any lasting change on another person, it is out of relationship. Denn wenn wir eine bleibende Veränderung in jemandem produzieren, dann hat das immer mit Beziehung zu tun. Think of some of the most influential people in your life. Denkt mal über die einflussreichsten Leute in They're eurem always Leben the nach. people you look up to, that you trust, that you respect. Die Leute, zu denen ihr aufschaut, die ihr respektiert, denen ihr vertraut. And that's how it's meant to be. Und so soll es sein. So I want to talk a little bit about relationships and how they work. Also ich spreche ein bisschen über Beziehungen und wie sie funktionieren. And I want to give you a very simple model that you can think of, and this applies to every single relationship you will ever have in your life. Und ich möchte euch ein einfaches Konzept geben, das ihr auf jede Beziehung in eurem Leben irgendwie anwenden könnt. So when you think of a relationship, I want you to think of a chair. Ich möchte, dass ihr euch die Beziehung mal als Stuhl vorstellt. And a chair normally has 4 legs. Und ein Stuhl hat üblicherweise 4 Beine. And every single relationship has 4 dimensions to it. Und jede Beziehung hat 4 Dimensionen, die dort dazugehören. And I'm going to speak about 2 this week and 2 next week. Und über 2 davon werde ich heute sprechen und über die 2 anderen nächste Woche. But every relationship, like a chair, is made up of honor, Jede Beziehung, über die ich erzählen kann, hat mit Ehre zu tun, trust, mit Vertrauen, love, mit Liebe and understanding. und mit Verständnis. And every relationship you will ever have in life is made up of those 4 Und dimensions. jede Beziehung, die ihr irgendwie in eurem Leben erlebt, hat mit diesen 4 Dimensionen zu Now, they're tun. not always in the same proportion, Es kommt nicht immer im gleichen Maß vor. because the way I love my wife and my kids is different to the way I love my boss. Die Beziehung zu meiner Frau und wie ich sie liebe und meine Kinder ist irgendwie anders, als wie ich meinen Chef liebe. But Jesus talked about loving your neighbor as you love yourself. Aber Jesus hat gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So love is meant to exist in every relationship, but it's different in quality. Deswegen sollte die Liebe immer Teil von einer Beziehung sein, auch wenn es qualitativ Now, unterschiedlich here's ist. the problem. Aber da ist das Problem. If you take away one of those things, Wenn du eine von diesen 4 Dimensionen wegnimmst, the chair becomes unstable. dann wird der Stuhl unstabil. Now, you can balance a chair if you lose a leg. Wenn ein Bein abbricht, kannst du zwar immer noch balancieren drauf, It's not easy. aber es ist nicht einfach. You're making lots of effort Du musst viel Energie investieren, to compensate for what's missing. um das zu kompensieren, was fehlt. If you lose 2 things, Wenn du 2 Sachen that verlierst, really is a balancing act. dann wird es wirklich ein Balanceakt. Lose 3, Verlierst du 3, and you are working very, very hard. dann musst du sehr, sehr hart stay on arbeiten, that chair. um überhaupt auf diesem Stuhl zu And if bleiben. all 4 go, forget it. Und wenn alle 4 zerbrechen, dann kannst du es And vergessen. so when you think about your relationships in life, think in those 4 dimensions. Wenn du also über deine Beziehungen in deinem Leben nachdenkst, denk in diesen 4 Dimensionen. And if you want to get romantically involved with somebody, Und wenn du dich romantisch engagieren möchtest mit why don't you jemandem, do a little mark from 1 to 10 of what you think your relationship is like in those 4 dimensions? dann überleg dir mal für diese 4 Dimensionen auf einer Skala von 1 zu 10, welche wie vertreten ist. Because you might find you're actually doing a balancing act in that relationship. Denn vielleicht findest du heraus, dass du in dieser Beziehung einen Balanceakt ausführst. And you've got to learn to be very, very honest with yourself. Und du musst lernen, sehr ehrlich mit dir selbst zu werden. Let me tell you something. Ich will dir etwas sagen. As an older man, Als ein älterer Mann, it's very hard to be honest with yourself when something is missing in your life. es ist sehr schwer, mit dir selbst ehrlich zu sein, wenn in deinem Leben etwas fehlt. What we do is compensate. Was wir machen, ist kompensieren. And so when something is missing in a relationship, Wenn also etwas fehlt in einer Beziehung, we compensate by doing more of the other ones that are already there. dann kompensieren wir es mit mehr von dem, was da ist. For instance, I've talked to women Als Beispiel, ich habe mit Frauen gesprochen, who are trying to recover from a husband having an affair. die sich davon versucht haben zu erholen, dass ihr Ehemann eine Affäre hatte. And they say, I just need to love him more. Und sie sagten, ich muss ihn einfach mehr lieben. And I say, no, you don't. Und ich sage, nein, musst du nicht. If you didn't love him, you wouldn't still be with him. Wenn du ihn nicht lieben würdest, wärst du nicht mehr mit ihm zusammen. You would have kicked him out. Dann hättest du ihn schon rausgekickt.
Here's the problem. Loving him more won't help. You've got to rebuild trust. Da ist also das Problem, ihn mehr zu lieben hilft nichts. Ihr müsst Because Vertrauen in the aufbauen. affair, that is what was broken. Denn in der Affäre war das Vertrauen So zerbrochen. you cannot compensate for trust by loving more or understanding more or by honoring more. Du kannst das zerbrochene Vertrauen nicht wiederherstellen, indem du mehr liebst, indem du mehr Verständnis hast oder mehr Liebe entwickelst. You'd have to deal with the issue that is missing in the relationship or not yet fully developed, Du let's say. musst bei dem anpacken, in dieser Dimension, die eben einen Mangel hat und dort etwas verbessern. Now this is much more interesting than you thought it was going to be, isn't it? Es ist sehr viel interessanter, als du denkst, es wäre, oder? Because all relationships have these 4 dimensions. Denn alle Beziehungen haben diese 4 Dimensionen. So let's talk about honor. Sprechen wir zuerst mal über die Ehre. When I think about honor, Wenn ich über Ehre nachdenke, I think about polishing silver. dann stelle ich mir vor, Silber zu polieren. Now here's something very interesting about silver. Da ist etwas ganz Interessantes mit dem Silber. If you leave it and do nothing to it, Wenn du es einfach sein lässt und nichts machst, it oxidizes. dann oxidiert es. That means over time it will tarnish and it will even, left long enough, look black. Es wird über die Zeit anders aussehen, es wird einen Beschlag bekommen und mit der Zeit sogar schwarz werden. Its intrinsic value never changes. Der innewohnende Wert des Silbers ändert sich dabei nicht. It is still silver. Es ist immer noch Silber. It just doesn't look like silver. Es sieht einfach nicht mehr wie Silber aus. Honor is like that. Die Ehre oder das Ehren ist genauso. If we don't honor a person, Wenn wir eine Person nicht ehren, it's like not polishing the silver. dann ist es wie wenn wir das Silber nicht polieren. Not honoring doesn't change their intrinsic value. Sie nicht zu ehren, ändert ihren eigenen Wert nicht. You are still a person made in the image of God. Du bist immer noch eine Person, geschaffen im Bild Gottes. Nobody can remove your intrinsic value. Niemand kann dir diese innenwohnenden Werte wegnehmen. They can call you nasty names. Die können dir Namen sagen, was auch immer. They can make put-downs against you. Sie können dich runterdrücken, But they cannot remove your intrinsic value. aber sie können deinen Eigenwert nicht zerstören. But when we say something that is affirming, Aber wenn wir etwas sagen, das bestätigt, or we publicly recognize somebody, oder wenn wir jemanden öffentlich anerkennen, or we do something kind to them, oder wenn wir etwas Nettes zu ihnen machen, what are we doing? was machen wir da? We're polishing the silver. Wir polieren das Silber. We're giving value to what is truly there. Wir geben den Wert dorthin, wo er wirklich ist. And so, why is honor so important? Und warum ist das Ehren so wichtig? Because we live in a culture Denn wir leben in einer Kultur, where it is the most neglected thing in our society. wo es in der Gesellschaft das meist vernachlässigte Ding ist. We can't even have a discussion now on Facebook without people blocking you, unfriending you, or doing something if you don't say something they don't agree with. Wir können in den Social Media nicht Or if mal you say something they don't agree eine Konversation haben, ohne dass man blockiert wird, dass man rausgeschmissen wird oder dass es nicht mehr funktioniert. Honor in any relationship means you might have a different view to me, but I will honor you because you are a person made in God's image. Ehren heißt in einer Beziehung, es kann durchaus sein, dass ich eine andere Ansicht habe als du, aber ich ehre dich immer noch für die Person, die du bist. Now, when we don't honor one another, it has a very powerful effect on us. Wenn wir einander nicht ehren, dann hat das eine sehr kraftvolle Auswirkung. In Mark chapter 6 and verse 4, In Markus 6, Vers 4, here's what it says about Jesus. da sagt Jesus, Or this is Jesus talking. He says this: er sagt Folgendes. a prophet is not without honor except in his own homeland and among his relatives and in his own household. Ja, You want to try? Moment. Nein, ich Are we habe good? Ja, ich habe eine andere Übersetzung. Ich habe eine Übersetzung, die ein bisschen genauer ist als da. Nein, das ist der Elberfelder. Okay, There it is. super. A prophet is not without honor Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, except in his own hometown außer in seiner and Vaterstadt among his und relatives unter seinen Verwandten and in his house. und in seinem Haus. How many of you know that's true? Wie viele von euch wissen, dass das wahr ist?
How many of you know that is so true? Wisst ihr, dass das so sehr You know, wahr it doesn't matter what you achieve. If you grow up in a particular home, Es ist egal, was du erreichen kannst, wenn du in einem gewissen Haus it's aufwächst. so funny. I remember going home at the age of 30. Ich kann mich erinnern, ich bin nach Hause gegangen. You know, my mother saying als to me, 30er. "How's my little boy?" Und meine Mutter fragt mich, wie geht's meinem kleinen Jungen? It's like, "Mum, I'm a grown man. Ich sagte, Mama, ich bin erwachsen. I'm as old as Jesus was when he started his public ministry. Ich bin so alt wie Jesus war, als er seinen öffentlichen Dienst antrat. You're still my little boy. Du bist immer noch mein kleiner Junge. Cara bella, bello." Carabello. It's like in a house that you grow up in, Im Haus, in dem du aufgewachsen bist, it's hard to get recognition. ist es schwer, Anerkennung zu finden. You know, King David, König David, in his in house, seinem Haus, he was the annoying little brother. er war der mühsame kleine Bruder. God saw a king, they saw a little brother. Gott hat einen König in ihm gesehen, aber für die anderen war er der kleine Bruder. And so Jesus said, here's the problem. Und Jesus sagte da ist folgendes The Problem. people who know you best often don't honor you. Die Leute, die euch am besten kennen, ehren euch häufig nicht. Isn't that crazy? Ist das nicht verrückt? And that's true in Und relationships. das ist eben in Beziehungen auch wahr. Sometimes the people that we get closest to are the people who don't honor us. Die Leute, mit denen wir am meisten zu tun haben, sind oft die, die uns nicht They ehren. don't recognize that we've changed or that we've matured. Und sie bekommen irgendwie Or nicht that we've mit, achieved things. dass wir erwachsen werden, dass wir reifer werden, dass wir etwas erreicht haben. And a transition has to take place. Und da muss irgendwie eine Veränderung It says eintreten. here of Jesus in the same verse, Es heißt- he could not do many mighty works there except that he laid hands on a few sick people and healed them, and he marveled because of their unbelief. Und das heißt, er konnte dort keine Wunderwerke tun, außer dass er einigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich über ihren Unglauben. So Jesus linked honor with faith. Jesus hat also das Ehren verbunden mit Glauben. A lack of honor is an expression of unbelief. Ein Mangel an Ehren ist ein Ausdruck von Unglauben. He couldn't do what he wanted to do. Er konnte das nicht tun, was er tun wollte. In another verse in the Bible, it says, we know who he is. He's I- the carpenter's son. In einer anderen Vers in der Bibel heißt es, wir wissen, wer er ist, das ist der Zimmermannssohn. In English, we have a phrase. In Englisch haben wir so ein Vers, ein Sagen. Familiarity breeds contempt. Nähe oder miteinander, ist noch schwer, miteinander gut ausgehen zu können. Say it again. Familiarity, knowing someone well, Yeah. breeds, gives birth to contempt, looking down on them. Ja, nahe mit jemandem zusammen sein bringt Verachtung hervor. Do you get it? Sometimes the thing you're most familiar with Manchmal sind es die Sachen, mit denen man am meisten bekannt ist. can be the thing you take advantage of the most without honoring. Dort kann man sich Vorteile verschaffen, ohne jemanden dabei zu That's an ehren. expression of unbelief. Das ist ein Ausdruck von Unglaube. And it limited what Jesus wanted to do. Und das hat das limitiert, was Jesus eigentlich Have tun you ever wollte. thought about this? Habt ihr mal über das nachgedacht? That when you choose to honor and you polish the silver, you give God room to do more things through your life. Wenn du dich dazu entschlossen hast, jemanden zu ehren, also das Silber zu polieren, dann gibst du damit Gott mehr Raum, um etwas in deinem Leben oder durch dein Leben zu tun. I remember when my son was about 12, 13 years of age. Ich kann mich erinnern, als mein Sohn 12, 13 Jahre alt war. I remember I wanted to go and talk to him. Ich wollte zu ihm gehen und mit ihm reden. And as I went to his bedroom door, I could hear him singing. Und als ich so zu seinem Zimmer ging, konnte ich ihn durch die Tür singen hören. So I just stood at the door listening. Bin ich einfach an der Tür stehen geblieben, habe mal zugehört. And this 12-year-old kid was Da ist on my guitar, Da ist dieser 12-Jährige auf meiner Gitarre. always stole my guitar. Er hat immer meine Gitarre gestohlen. And he was singing worship songs. Und er hat Worship-Lieder gesungen. And I thought, what 12-year-old kid on their own in their bedroom does that? Wie viele 12-Jährige tun das in ihrem eigenen Zimmer? Now, don't get me wrong. He's crazy about football and athletics. He's a sportsman.
Versteht mich nicht falsch, er ist voll in Fußball und all den Sachen, was Junge eben dann so interessant finden. But he was worshipping Jesus. Aber er hat Jesus angebetet. And I stood there for 20 minutes. Und ich bin dort während 20 Minuten He went from gestanden. song to song to song, just worshipping the Lord. Und er war einfach Song after Song Jesus am Anbeten. I was just crying. Ich habe dort einfach I've got geweint. this 12-year-old kid, he loves Jesus. Da ist dieser 12-Jährige und er liebt I ran Jesus. upstairs and got my wife. I Ich bin said, come on, die listen to Treppe this. hochgerannt und habe meine Frau She geholt. said, Hey, hör what's mal wrong? zu. What's wrong? I said, nothing, just come Was and listen. was ist falsch? Was ist falsch? We Nein, just du musst stood einfach out there zuhören. listening to him. Wir sind einfach dort gestanden, haben ihm zugehört. And then a few months later, he said, Dad, I'd really like a new guitar. Und dann ein paar Monate später hat er gesagt, Dad, ich möchte gerne eine neue Gitarre. And I said, okay, Und ich sagte, ja, I'll get you a guitar. ich kaufe dir eine Gitarre. And he goes, no, I know what guitar I want. Und er sagt, nein, ich weiß, was für eine Gitarre ich Well, möchte. what do you want? Was möchtest du denn? You wanted a Yamaha. Er möchte eine So I Yamaha. went to a friend of mine. Ich bin also zu einem Freund I gegangen. said, look, my son wants a guitar. Weißt du, mein Sohn wünscht sich eine Gitarre. Get me the best guitar that's available Welches ist die beste Gitarre, die verfügbar ist? at the lowest price. Mit dem tiefsten Preis. I'm part Jewish. Ich bin teilweise Just the jüdisch. lowest price. Deswegen der tiefste Preis. So after about 6 months, Aber nach diesen 6 Monaten he said, I found an amazing guitar. hat er gesagt, ich habe eine erstaunliche Gitarre gefunden. This shop was broken into, it was slightly damaged, they've repaired it. It's a Taylor guitar. Es ist eine Gitarre, die ist in einem Einbruch irgendwie leicht beschädigt worden, aber sie ist jetzt günstig zu It's haben. normally 3,000 euros. Üblicherweise kostet die 3.000 Euro They're selling it for 1,000. und für 1.000 wird sie jetzt verkauft. I said, I'll have it. Und ich habe gesagt, die kaufe ich. So I bought this guitar. Also habe ich diese Gitarre gekauft. So I told my son, Ich habe meinem Sohn gesagt, I bought you a guitar. ich habe dir eine Gitarre gekauft. He said, is it a Yamaha? Und er fragte, ist das eine Yamaha? I said, no. Ich sagte, nein. He went, Und er he rolled his eyes like teenagers do. er hat seine Augen gerollt, wie das He Teenager was so about tun. 14 by this time. Da war er etwa 14. Just rolled his eyes. Er hat seine Augen gerollt. I was mildly annoyed. Ich war ein bisschen angepisst. So I said, if you don't like the guitar, you don't have to have it. We'll get you the Yamaha. Wenn du die Gitarre wirklich nicht gern hast, dann So we drive schauen wir, to dass the wir eine Yamaha finden. And as we walk in, there is the Taylor, Und wir sind in diesen on the Gitarrenladen floor. And gegangen, da lag diese Taylor-Gitarre and he's looking at it. und er schaut sie an. And then he looked at me. Und er hat er mich I angeschaut said, that's your guitar. und ich sagte, das ist deine Gitarre. And then I could see him thinking, Und dann habe ich gesehen, wie er nachgedacht hat. it's a Taylor box. Das ist eine But Taylor-Schachtel. is there a Taylor guitar in the Taylor Also box? ist da wohl eine Have Taylor-Gitarre drin? you met those musicians? Habt ihr You solche know, they Musiker carry auch schon around, angetroffen? a Gibson case. And it's so disappointing when you open it up. Wenn du so einen Gibson-Case oder was auch immer hast und es ist so enttäuschend, wenn dann eine andere Gitarre So we rauskommt. opened up the case and there was this beautiful Taylor Und da guitar. haben wir dieses Gehäuse aufgemacht und da war wirklich diese Taylor-Gitarre drin. I said, play it. Und ich sagte, spiel. See if you like it. Finde heraus, ob du sie magst. Played this guitar. Hat sie gespielt And then I looked at him and I thought, I'm going to have some fun with this. und ich habe ihn angeschaut und gedacht, ja, er wird wahrscheinlich etwas Spaß haben damit. I said, they've got loads of Yamahas over here if you don't Sie like haben it. ganz viele Yamahas dort drüben, wenn du wirklich willst. I've never seen a 14-year-old kid repent so fast in all my life. Ich habe noch nie gesehen, dass ein 14-jähriger Sohn sich so schnell bekehrt hat. I mean, no, this is perfect. I want this guitar. Er sagt, nein, das ist perfekt, ich will diese I said, Gitarre. yeah, but look at all those Yamahas Aber schau up doch mal, there. all diese Yamahas. Dad, I'm so sorry. I forget the Yamahas. Dad, es tut mir I einfach don't want a leid, vergiss die Yamaha. Yamahas, ich will die gar Are you nicht. sure? Bist du sicher? I mean, what does your dad know about guitars after all? Was weiß dein Dad überhaupt schon über Gitarren? So we got the guitar. Also haben wir diese Gitarre And we sat gekauft. in the car afterwards. Und nachher sind wir im Auto And I gesessen looked in the mirror. und ich habe in den Spiegel geschaut. And he was in the back crying his eyes out. Er saß hinten und hat sich die Augen ausgeweint. He was just sobbing. Er war einfach überfließend. And I said, why are you crying? Und ich fragte ihn, warum weinst du? And then I started crying. Und dann habe ich angefangen zu weinen. And he said, I don't get it. Und er hat gesagt, ich verstehe es nicht. Why would you spend so much money on me? Warum würdest du so viel Geld für mich ausgeben? Why would you do that? Warum tust du das?
I just asked for a guitar and you've gone crazy. Und ich habe ja nur eine Gitarre gewünscht und jetzt spielst du verrückt. It's not my birthday. Das ist nicht mein It's not Geburtstag. Christmas. Es ist nicht Weihnachten. You didn't just give me what I asked for, you gave me the best. Du hast mir nicht das gegeben, worum ich gebeten habe. Du hast mir das Beste gegeben. Now I'm really crying. Jetzt bin ich wirklich am Weinen. And I said to him, son, Und ich habe ihm gesagt, Sohn, your mother and I want to honor the gift on your life. deine Mutter und ich, wir wollen die Gabe, die auf deinem Leben liegt, ehren. We don't want to be the last to see it. We want to be the first. Wir möchten nicht die Letzten sein, die das realisieren, wir wollen die Ersten sein. My son's a pastor today. Heute ist mein Sohn Pastor. He serves God in America Er dient dem Herrn in Amerika, in a church with 2,000 people. in einer Kirche mit 2000 Leuten. And he talks about that moment in his life. Und er spricht über diesen Moment in seinem He said it Leben. was one of the most defining moments of his entire life. Er sagte, es war einer der entscheidendsten Momente in seinem ganzen Because Leben. I believe Und ich glaube, that every house should honor every member in the house. dass jedes Haus, jedes Mitglied von diesem Haus And wirklich maybe ehren you grew sollte. up in a home where that didn't happen. Und wenn du in einem Heim aufgewachsen bist, wo das nicht passiert ist, But this is a house aber das ist ein Haus, where we choose to honor one wo another. wir uns entschlossen haben dazu, Where we einander zu choose to ehren. see what is on each other's lives. Wo wir uns bestimmt haben, zu sehen, was auf den Leben liegt. And we champion it. Und wir bringen das vorwärts. We're the first to put faith in it. Wir sind die Ersten, die unseren Glauben darin We're not the investieren. last. Wir sind nicht die Letzten. We say, I see something on your life. Wir sagen, ich sehe etwas auf deinem God can Leben. use you in a great way. Gott wird dich in einer großartigen Art und Weise And to brauchen. have somebody believe in you. Und wenn du jemanden hast, To der in have dich somebody glaubt, recognize what's on your life. jemand, der anerkennt, der realisiert, was auf deinem That is Leben a ist, very powerful thing. das ist eine ganz kraftvolle Sache. Because most of us go through life not even believing in ourselves. Denn die Never meisten- mind believing in anything else. Denn die meisten von uns gehen durchs Leben und glauben nicht mal an sich selbst, geschweige denn irgendetwas anderes. And that was my biggest struggle in life. Und das war mein größter Kampf im Leben. Romans 12 says this, outdo one another in showing honor. Im Römer 12 heißt es, übertrefft einander, indem ihr einander ehrt. I love that translation. Ich liebe diese Übersetzung. Outdo one another in showing Übertrefft einander honor. im Ehre erweisen. You know, when it's Mother's Day in our church, Wenn es Muttertag ist bei uns in unserer Kirche, we did a deal with the Body Shop. I don't know if you have that here. wir haben ein Agreement gemacht mit dem Body Shop. So I went to the Body Shop one day. Also eines Tages bin ich da in den Body Shop gegangen. I said, hello, I'm a pastor of a local church. Ich sage, hello, ich bin ein Pastor in einer Lokalgemeinde. We have about 400 women in our church. Wir haben etwa 400 Frauen in unserer I Kirche. would like to buy them each some of your products. Ich möchte für alle ein Produkt aus ihrem Laden kaufen. So I'm going to spend a lot of money with you today. Also ich werde heute viel Geld bei Ihnen ausgeben. What kind of deal will you give me? Was für einen Deal kannst du mit mir machen? And they gave me a 50% discount. Und wir haben 50% Discount bekommen. It was really fantastic. Das war wirklich fantastisch. So I bought a whole lot of these beautiful little bags with nice stuff for women. Also ich habe solche kleine Tüten mit netten Sachen für Frauen nice drin creamy gekauft. stuff, nice smelly stuff. Etwas little cremiges, bag. etwas gut riechendes. You know, it was about 10 francs worth of stuff Es war etwa 10 Franken wert jeweils. that I paid 5 francs for. Und ich habe nur 5 dafür bezahlt. Over here it would cost at least 20, I Ja, promise hier you. wird es wahrscheinlich etwa 20 kosten. And we gave it to every woman in the church. Und wir haben damit alle On Frauen in der Mother's Day. Kirche beschenkt. Not just the mothers. Muttertag. Because many women Nicht carry nur a die spirit Frauen. of motherhood. Denn viele Frauen tragen den Geist der Mutterschaft. And many women will become mothers one day, Und viele Frauen werden später mal Mutter werden. whether physically or spiritually. Entweder physisch oder auch So geistig. we gave it to all the women. Also wir haben es allen Frauen gegeben. And it's so funny, there was a woman who came up to me. Und da ist so lustig. Eine Frau kam nachher zu mir She said, Peter, I've got a confession to make to you. und sie sagte, Peter, ich muss dir etwas gestehen. I come from another church, Ich komme von einer anderen Kirche. but my friend told me what you did on Mother's Day in this church. Aber jemand hat mir erzählt, was du am Muttertag hier in deiner Kirche So I tust. brought 4 of my friends. Also ich habe 4 Freundinnen mitgebracht.
I said, I thought we had a good crowd today. Ich habe gesagt, ja, ich dachte, wir haben eine gute She Versammlung said, heute. I love that you're a church that honors people. Und sie sagte, ich liebe es, dass ihr eine Kirche seid, die die Leute ehrt. And you know, every woman leaves on that Sunday feeling good. Und könnt ihr euch vorstellen, dass jede Frau mit einem guten Gefühl die Kirche verlassen Honor hat? is not difficult, Zu ehren ist nicht schwierig, but it has to be intentional. aber es muss absichtlich geschehen. Oh wow, I'm still on honor and I haven't done trust. Ja, ich bin immer noch beim Ehren und das Vertrauen ist See, noch we gar should nicht make this a angesprochen. 4-week series and you should insist I stay 2 more weeks. Wir müssten eigentlich eine 4 Teile Predigt machen und ihr müsst mich dazu zwingen, just dass ich kidding. noch 2 Wochen länger bleibe. But honor, Ehren. let me give you 4 dimensions honor works in. Ich möchte euch 4 Dimensionen geben, in denen das Ehren Auswirkungen hat. There's honor for who you are as somebody made in the image of God. Da ist Ehre, das Ehren von jemandem, wer es ist, weil die Person im Bild Gottes geschaffen And then ist. there's honor for who you become, Und da ist das Ehren für das, wozu du wirst. your character. Dein Charakter. Are you godly? Bist du göttlichen Are you Charakters? Christ-like? Bist du Christus Are you ähnlich? kind? Bist du nett? Is there the fruit of the Spirit of in your life? Ist da die Frucht des Geistes Love, auf deinem joy, Leben? Liebe, peace, gentleness, Freude, Friede, faithfulness, kindness, Geduld, meekness. Freundlichkeit, Güte. Is that there? Ist das da? Because we honor those kinds of people. They're special. Weil wir diese Leute, die das haben, ehren. Sie sind And in your speziell. life, where do you need to grow in your character? Und in deinem Leben, in welchem Charakterteil musst du wachsen? And you know you. Und du kennst dich selbst. You know the bits of you where you need to mature more. Du kennst die Teile von dir selbst, in denen du noch That's reifer all werden about musst. who you're becoming, and that's a lifelong journey. Den zu werden, der du eigentlich sein sollst, das ist deine Lebensgeschichte. So don't worry if it's not working right now. Also mach dir keine Gedanken, wenn das jetzt gerade noch nicht funktioniert. Get help Such dir Hilfe, so that somebody can help you move into who you need to be. dass dir jemand helfen kann, das zu werden, was du sein sollst. Moses did not start off as the meekest man on the face of the earth. Mose hat nicht als der bescheidenste Mensch auf der Erde angefangen. The Apostle John wrote more than any other New Testament writer about the love of God. Johannes hat als derjenige Schreiber in der Bibel am meisten über die Liebe Gottes But when he geschrieben. met Jesus, he was an angry young man Aber als er Jesus begegnet ist, war er noch who ein wanted to zorniger call junger down Mann. fire on a Samaritan village Er and wollte destroy them. Feuer herunterrufen auf ein But samaritisches he Dorf. became something. Aber er ist etwas geworden. In Jesus, he was transformed. In Jesus wurde er His verwandelt. character was shaped and developed by Jesus. Sein Charakter wurde geformt in Jesus. You can become more than you are today Du kannst mehr werden als das, was du jetzt if you bist, let God shape you. wenn du das zulässt, dass Gott And es how does tut. God shape you? Und wie formt dich Gott? He puts people around you who often confront you. Er setzt Leute um dich herum, die dich oftmals konfrontieren. Jesus confronted John. You don't know what spirit you are of. Jesus hat den Johannes konfrontiert. Du weißt nicht, welchen Geistes du bist. Jesus confronted Peter. Jesus hat Petrus Satan has konfrontiert. desired to have you that he might sift you as wheat. Satan hat dich versucht zu bekommen. Er hat dich Your most aussieben loyal wollen. friends are the friends who are prepared to tell you when you are not doing something right. Du brauchst Freunde, die dir sagen können, wenn du gerade nicht richtig bist. Because that is hindering you from becoming who God has made you to be. Denn sonst hindert dich das, die Person zu werden, die du von Jesus her sein The solltest. third area of honor, Das dritte Gebiet vom Ehren, who you are, wer du bist, what you're becoming, was du werden sollst, what you achieve. was du erreichst. When people achieve great things, Wenn Leute Großartiges erreichen, we honor them. dann ehren wir sie. It's why we have Olympics and gold medals. Das ist, warum wir Olympische Spiele und Goldmedaillen We haben. honor when people achieve things. Wir ehren die Leute, wenn sie etwas When erreichen. our kids used to pass exams, Wenn unsere Kinder jeweils I Prüfungen took them bestanden out to the haben, most expensive restaurant I could find. dann habe ich sie ausgeführt ins teuerste Restaurant, das ich We finden love you for who konnte. you are. Wir lieben dich für wer du bist. We love you for what you're becoming. Wir lieben dich für das, was du werden But wirst. today is about what you have achieved. Aber heute geht es
darum, was du erreicht And when hast. our kids graduated from university, we took them out to London slap-up restaurants. Und als unsere Kids den Universitätsabschluss gemacht haben, haben wir sie in ein posches Restaurant in It cost London me gebracht. a lot of money Es hat mich viel Geld gekostet, because we're a big family. denn wir sind eine große Familie. When we go out, it's 8 people plus the spouses or significant others. Wenn wir ausgehen, sind wir 8 Leute und dann noch die Partner, die mittlerweile But dazugekommen it's sind. worth it. Aber das ist es doch wert. Because it says something to them that we honor, we value who they are and what they become and what they've achieved. Es ist doch der Wert, dass wir ihnen damit zum Ausdruck kommen, wer sie sind, was sie werden wollen, was sie erreicht haben. Now, you don't always have to spend lots of money. Aber du musst nicht immer viel Geld ausgeben. A red rose, Eine rote Rose, that'll do a lot. das wird viel auswirken. A card, Eine Karte, a thank you, ein Dank dir, a phone call, ein a Telefonanruf, text, ein kleiner Text, something. etwas. Here's the final area. Da ist das letzte Gebiet. We honor the role or responsibility a person has. Wir ehren die Rolle oder die Verantwortung, die eine Person hat. So in 1 Timothy 5:17, the elders who rule well are worthy of double honor. Im 1. Timotheus, die Ältesten, die gut führen, die sind es würdig, dass sie sogar doppelte Ehre empfangen. So everyone is worthy of honor. Jeder Mann ist würdig, Ehre zu empfangen, Leaders are worthy of double honor. aber die Leiter sind würdig, doppelte Ehre zu Do you empfangen. get that? Versteht ihr das? Why? Because of the responsibility they carry. Warum? Wegen der Verantwortung, die sie tragen. So the major wage earner in a home is worthy of double honor. What? The major wage earner. The person who earns the most money in a house. Derjenige, der in der Familie am meisten verdient, der ist doppelter Ehre würdig. And by the way, sometimes that's the mother. Ja, so nebenbei, oft ist das die Mutter. Sometimes she's the one with the great income and the great Manchmal job. ist sie diejenige mit dem großen But Einkommen. it's worthy of double because they're carrying a responsibility. There's a weight there that they carry. Aber sie tragen eine Verantwortung, da ist ein Gewicht und das ist doppelter Ehre würdig. So I'm going to give you a little homework as a church. Ich möchte euch ein bisschen Hausaufgaben geben. Think of somebody in your world Denke über jemanden nach in der Welt, in deiner Welt, who is important to you, der dir wichtig ist, who you love, den du liebst, and ask yourself this question. und frag dich selbst folgende Frage. What could I do this week to show them honor? Was könnte ich diese Woche tun, um diese Person zu ehren? You know, when my father and I had a strained relationship, Wisst ihr, als ich und mein Vater eine eigenartige Beziehung hatten, I asked the Holy Spirit, how can I honor him? habe ich den Heiligen Geist gefragt, wie kann ich ihn ehren? And the Holy Spirit said to me, Und der Heilige Geist hat mir gesagt, visit him 3 times a year. besuche ihn 3-mal im Jahr. I said, Lord, he doesn't even want to see me. Herr, er will mich nicht mal sehen. Do it anyway. Mach's trotzdem. And for me to visit him was a 2.5-hour drive. Und für mich war das eine 2,5-stündige Fahrt, um ihn zu besuchen. And I used to walk in the home. Und ich bin üblicherweise dort ins Here you Heim gegangen You go, all right? und sagte, okay. And then you carry on watching TV. Und dann hat er weiter TV geschaut. Wouldn't talk to me. Er hat nicht mit mir I would sit gesprochen. there for half an hour watching TV with him. Ich bin eine halbe Stunde dort gesessen, habe mit ihm Fernsehen geschaut. And then I would go and talk to my mother. Und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen, um mit ihr And zu I'd say, sprechen. I'm going now, Dad. Und dann habe ich gerufen, Dad, ich gehe jetzt. And you go, all right, see ya. Okay, sieh dich. And that's how it was. So war's. But I spent 2.5 hours driving each way Aber ich habe 2,5 Stunden gebraucht, um dorthin zu to fahren, send him a signal. um ihm ein Signal No zu matter senden. how you feel about me, Egal wie du dich fühlst über mich, I'm going to honor you. ich ehre dich. And if the only thing I can do is sit with you for half an hour watching TV, I'll do it. Und wenn es das Einzige ist, was ich mit dir zusammen tun kann, eine halbe Stunde Fernsehen zu schauen, dann mache ich's. Honor doesn't rest in the other individual, it rests in you. Das Ehren ruht nicht in der anderen Person, das ruht in You dir. choose to behave the way you choose to behave. Du entscheidest dich so zu verhalten, wie du dich verhältst. Just because someone else rejects you doesn't mean you need to reject them, Nur weil dich jemand anders ablehnt, musst du nicht diese Person ablehnen. especially when it's family. Ganz speziell, wenn es um Familie geht. So there's my challenge for this Da week. ist also meine Herausforderung für euch. Who in your world that you love Wer in deiner Welt, den du liebst, do you need to show honor to? wem musst du Ehre Stand to your erweisen? feet, I'm going to pray for you. Bitte steht auf, ich will für euch beten. Now let me promise you this. Ich will euch Folgendes versprechen.
Every act of honor is an expression of faith. Jeder Ausdruck von Ehrung ist ein Ausdruck von So you Glauben. won't be able to do this without exercising faith. Also ihr könnt das nicht ausführen, ohne Glauben Here's the auszuwirken. second thing. Und das Zweite, If you feel challenged by this, wenn du dich herausgefordert fühlst, the grace of God is here to help you. die Gnade Gottes ist hier, um dir zu helfen. You don't have to do this in your own strength. Du musst das nicht aus eigener Kraft machen. He gives more grace. Er gibt mehr Gnade. Who is grace given to? Und wem wird die Gnade gegeben? The humble. Den Demütigen. So if you humble yourself, Also wenn du dich selbst you say, demütigst, Lord, I really want to practice this, wenn du sagst, Herr, ich will das wirklich ausführen, but I want your grace dann wird die Gnade kommen. to empower me. Dann möchte ich, dass deine Gnade mir Kraft dafür gibt. Now, if you're online, Wenn du online bist, you can pray with us this bit. du kannst genauso mitbeten. All you have to do is put your hand on your heart. Alles, was du tun musst, ist deine Hand aufs I'll Herz let zu you go in a legen. minute, but just this prayer. Hand Ich on werde heart. euch gleich führen in diesem Everybody Gebet. in the room too. Jeder legt die Hand aufs Father Herz. in heaven, Vater im Himmel, you know every significant relationship in this room du kennst jede bedeutende Beziehung in diesem Raum, where the silver needs to be polished, wo das Silber poliert werden muss. where an act of honor needs to be given. Oder wo ein Ausdruck von Ehre Would you ausgeführt help werden every muss. person in this room Würdest du bitte jeder Person in diesem to Raum be helfen, creative um kreativ zu sein, in the way that they do that? in der Art, wie sie das tun Would you können? extend grace from the throne of grace Bitte bring deine Gnade vom Thron zu ihnen, so that nobody feels they're doing this in their own strength, dass niemand das Gefühl haben muss, sie machen das aus eigener but Kraft. from the front to the back, from the left to the right, for everybody online, Aber von vorne nach hinten, von links nach rechts und online, your empowering presence is there. die kraftgebende Gegenwart von Gott ist da. And I release that Und ich setze das frei over this entire congregation. über der ganzen Versammlung. The grace of God Die Gnade Gottes, to take a step of faith um einen Glaubensschritt zu unternehmen and express honor in a new way this week. und Ehre auszudrücken in einer neuen Art und For Weise everyone diese online Woche. watching, Und Father, für alle, die online schauen, empower them, I pray. Ich bete, dass du sie mit Kraft erfüllst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Well, for everyone watching online, thanks for being with us today. Für jeder, der online geschaut hat, vielen Dank, dass ihr mit uns wart. See you next time. Wir sehen dich nächste Woche wieder.